Heute kommen wir zu den Grundlagen vom Neuaufbau eines E50 Motors anschließend an Teil 15. Das erste, was wir mal machen werden, ist unsere Motorheften putzen. Wir wollen nicht, dass auf unseren Dichtflächen, weder auf den Motorheften noch auf dem Getriebedeckel, irgendwelche Schmutzpartikel drauf sind und der Motor sich auflehnt, wenn wir ihn dann zusammenschrauben. Dafür wieder das 400er Schleifpapier, um die Oberfläche zu reinigen. Wie gesagt, auch auf der Seite beim Kupplungsdeckel. Dieser Schritt ist in unserem Fall sehr wichtig, weil wir den Motor nicht nur angepasst haben, sondern er auch sehr schmutzig war. Wir haben jetzt da Metallspäne erzeugt, indem wir mit dem 400er Schleifpapier den Motorblock abgeschliffen haben. Dieser Motor ist natürlich kein Paradebeispiel, weil ihr habt in Folge 14 gesehen, wie dick da unten die Metallspäne vom Kupplungskorb drinnen war. Egal ob euer Motor neu oder alt ist oder schön oder schmutzig, das ist ein wichtiger Schritt. Wir wollen jedes Partikel, jedes Metallstaubteilchen und jedes Stück Erde, was auf dem Motor drauf biegt oder drinnen biegt, rausbekommen. Das gleiche gilt natürlich für alle Getriebeteile, die sollen natürlich genauso sauber sein wie das Innenleben vom Motor. Als nächstes werden wir schauen, dass nirgendwo irgendwelche Pfützen oder Flüssigkeitslacken in unserem Motor drinnen stehen. Vor allem zu beachten sind die Löcher, wo Gewinde hineingeschnitten sind. Jedenfalls baut man einen Motor nie im nassen Zustand zusammen, weil alles fest oxidieren wird. In unserem Fall hat der kleine Sprengring gefehlt, der den Hebel festhält. Achtet genau darauf, in welcher Position der Kipphebel und der Zughebel zueinander stehen, wie ich ihn montiere. In dem Winkel muss er nämlich eingebaut werden, sonst funktioniert der Startermechanismus nicht. In Folge 14 haben wir festgestellt, dass unser Motor ein komplett zerstörtes Getriebe hat. Hier ist das Getriebe aus dem Positivbeispiel, das ich in diesem Video gezeigt habe. Sowohl der Korb als auch die Getriebewelle. Zentrierring und Simmerring nicht vergessen und unsere Antriebswelle ist fertig. Was ist mit den Lagern auf der Antriebswelle? Naja, wir haben hier eine brandneue Kurbelwelle, auf die wir erst Lager aufziehen müssen und anhand der werden wir uns das Verfahren anschauen, wie man Lager aufzieht. Das könnt ihr auf der Antriebswelle 1:1 übernehmen. Bevor wir einen Simmerring auf unsere Kurbelwelle aufziehen, wird er gut mit Zweitaktöl eingeölt. Falls die Spannfeder von der Lippe runterfallen sollte, korrigiere ich mit dem Schraubenzieher nach. Drehe sie weiter rauf, bis sie in der richtigen Position steht. Jetzt wird es Zeit, unsere Hauptlager aufzuziehen. Ein Thema, wo sich wirklich die Geister spalten. Euer Ziel ist es auf jeden Fall, dieses Lager auf 100 Grad zu erhitzen. Ich mache es mit einer Gasflamme, weil es besonders schnell geht. Die intelligente Methode ist es mit einem Wassertopf zu machen, weil Wasser nicht mehr als 100 Grad übertragen kann. Jedenfalls ist es wichtig, die Lager zu erhitzen, weil sie viel leichter auf eure Kurbelwelle draufgehen werden, wenn sie ausgedehnt sind. Eure Hauptlager im kalten Zustand mit roher Gewalt auf die Kurbelwelle draufzuschlagen, ist nämlich keine gute Option. Unser kupplungsseitiges Hauptlager hat einen Zentrierring für den Motorblock und das Lager selbst ist noch einmal mit einem Sprengring auf der Kurbelwelle fixiert, dass sie sich nicht axial bewegen kann. Das gleiche machen wir auf der Zündseite, nur dass hier nicht unser Simmerring an der innersten Wange liegt, sondern unser Lager muss ganz nach innen. Ich gebe dem Hauptlager hier einen ganz leichten Schlag auf den inneren Lagerring, um sicher zu gehen, dass es an der Wange anliegt. Das gleiche Prozedere natürlich auch zündseitig. Wir werden die Kurbelwelle und den Simmerring vorölen, bevor wir ihn auf die Kurbelwelle draufstecken. Auch die Lager auf der Kurbelwelle und auf dem Getriebe sollten mit dem entsprechenden Öl einmal eingeölt werden, bevor sie sich das erste Mal dreht, um das Lager und die Simmerringe zu schützen. Jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo ihr ganz genau aufpassen solltet. Dieser Simmerring darf nicht an dem Lager anstehen. Wir haben nämlich einen Ölkanal und sollten hier immer mindestens 2 mm Abstand zwischen Lager und Simmerring lassen, ansonsten bekommt das Lager keine Frischgasschmierung und wird innerhalb von kürzester Zeit kaputt gehen. Natürlich hat auch jeder eine Meinung zur Dichtmasse. Das Wichtigste ist, sie muss benzin- und ölfest sein. Ich verwende Dichtmasse immer, wenn ein Motorblock schon einmal offen gewesen ist. Wenn ein Motorblock noch nie offen gewesen ist und ich ihn das erste Mal revidiere, ist er meistens von den Dichtflächen her dicht ohne Masse. Dadurch, dass dieser Motor schon einmal richtig schlecht revidiert worden ist, wie wir gesehen haben, verwende ich Dichtmasse, achte, dass unser Frischgaskanal frei ist und schaue, dass es nicht zu dick drauf geschmiert ist, sondern nur ganz dünn, damit wir nicht links und rechts die Dichtmasse rausquillen haben, wenn wir den Motorblock das erste Mal festschrauben. Zum Thema Festschrauben, die 4 Schrauben auf den Hauptlagern sind die wichtigsten, die über Kreuz immer weiter angezogen werden und dann können wir uns erst um die äußeren Schrauben kümmern. Ganz zum Schluss natürlich das Festschrauben an allen Schrauben.
von der Mitte des Motors nach außen. Macht euch keine Sorgen, falls sich jetzt nicht alles mit dem kleinen Finger drehen lassen sollte. Wir haben neue Lager und neue Simmerringe, die müssen ein bisschen Rollwiderstand haben, aber feststecken sollte definitiv nichts. Hier haben wir außerdem ein kleines Regosatz mit Schrauben und Dichtringen für alle Ölablässe. Allerdings haben wir keine Schraube und Dichtung für unseren Kurbelgehäuseablass. Das heißt, wir suchen uns einen normalen O-Ring, der benzinfest ist, und eine Schraube, die nicht ins Kurbelgehäuse steht. Diese Schraube darf auf keinen Fall rausstehen, weil sie sonst das Pleuel und das untere Auge treffen wird. Als nächstes schauen wir uns unsere Typenzeichnung an und beachten, dass wir über dem Sprengring eine große Anlaufscheibe, eine Kupferbüchse mit Kupplungskorb, eine zweite Anlaufscheibe und einen Sprengring haben, der das Ganze dann fixiert. Die Messingbuchse als auch die Kupplung haben wir in diesem Fall erneuert, weil sie komplett verschlissen waren. Hier haben wir einen Federring und unsere Mutter, die die Kupplung auf die Welle draufpressen. Wir fixieren die Kupplung auf der Welle und schmieren das Ganze mit dem passenden ATF-Öl vor für den ersten Betrieb. Anschließend kommt unser Startermechanismus mit der Starterplatte, dem Starterdrucklager, der Fixierungsspange, und dann können wir auch schon zum Abdichten von unserer frisch geputzten Kupplungsdeckeloberfläche weitergehen. Ich nehme hier gerne 2 Schrauben in den Deckel rein und fixiere sie vor, damit ich die Dichtmasse nicht auf den Kupplungskorb drauf schmiere. Sobald diese 2 Schrauben festgezogen sind, arretiert sich der Deckel selber, weil er konische Schraublöcher hat. Hier kommt jetzt der letzte Teil von unserem Dichtungsrekosatz vom Push-Up zum Einsatz. Neue Schraube, neue Dichtung. Ich mag diese Schraube absolut nicht, weil sie einen viel zu engen Schlitz hat und man diese Schraube viel zu leicht abnudelt. Zum Schluss ziehen wir unseren Starterhebel und kontrollieren sowohl mit drehender Kurbelwelle als auch mit drehender Antriebswelle, ob unser Startermechanismus schließt, und somit ist unser Motorblock revidiert.